Jeder Mensch kann eine Angststörung überwinden, das ist Tatsache. Leider wird dir nicht das nötige Wissen darüber mitgeteilt. Als Ex-Betroffener und Coach möchte ich dir in diesem Video eine Schritt-für-Schritt-Anleitung plus Übungen schenken, damit du endlich wieder frei von Angst leben kannst. Und das möchte ich ganz gerne als allererstes mal aufgreifen. Frei von Angst bedeutet nicht, keine Angstgefühle mehr zu haben. Und das ist wahrscheinlich schon einer der Punkte, womit sich die Betroffenen am schwierigsten tun. Betroffene glauben zu meinen, ich darf oder sollte keine Angst mehr haben. Stell dir einmal vor, du hättest keine Angst mehr. Wenn du keine Angst mehr hättest, dann wäre das ein sehr, sehr schlimmes Leben. Denn die Angst ist dein Beschützer. Sie beschützt dich. Im Grunde genommen ist es sogar von der Funktion her eines der besten Gefühle, die der Mensch empfinden kann. Und Panik ist eine gesteigerte Form von Angst und die kann sogar noch besser und noch mehr uns schützen vor gefährlichen Situationen. Deswegen sollten wir uns, wenn es darum geht, Angststörungen zu überwinden, als allererstes mal klar machen, die Angst darf als Gefühl an sich per se da sein. Sie soll gar nicht verschwinden, sie soll da sein. Und darum geht es heute in meinem Video. Wir greifen heute verschiedene Themen auf. Es geht unter anderem um die Akzeptanz, es geht um Achtsamkeit, es geht um Glaubenssätze und vor allen Dingen geht es aber auch darum, wie wir in akuten Situationen mit der Angst umgehen können und wie wir sie nachhaltig auflösen können. Bevor wir zu diesen ganzen Punkten kommen, sollten wir im ersten Schritt anfangen, aufhören zu sagen, ich habe Angst vor oder ich habe Angst. Warum? Unser Gehirn versteht keine Verneinungen. Das bedeutet, immer wenn wir etwas aufgreifen, wie zum Beispiel das Wort Angst, konditionieren wir uns schon auf Angst. Wenn ich mich die ganze Zeit konditioniere, ich habe Freude, werde ich auch mehr Freude haben. Das ist ganz klar. Wenn ich sage, ich möchte keine Angst haben, werde ich auch mehr Angst haben. Wenn ich sage, ich habe Angst, werde ich unter Umständen auch mehr Angst haben. Ich möchte damit sagen, dass alles, worauf wir uns fokussieren, mehr wird. Unser Gehirn ist so drauf eingestellt, dass das, was wir uns in unseren Fokus im Alltag widmen, auch mehr werden. Deswegen sollten wir anfangen, aufhören zu sagen, ich habe Angst vor. Stattdessen stelle ich dir eine alternative Aussage vor. Wie wäre es, wenn du in Zukunft sagen würdest, ich fühle mich bedroht vor? Ich habe das Gefühl, dass mich dies oder jenes bedroht. Warum sage ich das? Angst ist ein Schutz. Angst sorgt dafür, dass wir uns vor einer gewissen Bedrohung schützen können. Das bedeutet also, wenn wir das umdrehen, dann haben wir es griffbereiter, vor was wir uns bedroht fühlen, statt vor was wir uns schützen müssen. Stell dir einmal vor, du hättest eine Herzphobie. Und du würdest die ganze Zeit sagen, ich habe Angst davor, dass mein Herz stehen bleibt. Fang doch stattdessen erstmal an zu sagen, ich fühle mich bedroht vor meinem Herzen. Jetzt merkst du, dass deine Gedanken schon in eine andere Richtung gehen könnten. Man könnte sich jetzt im zweiten Schritt zum Beispiel fragen, warum fühle ich mich davor bedroht vor meinem Herzen? Fühle ich mich bedroht, weil da Extrasystolen sind? Sind Extrasystolen normal? War ich nicht schon bei meinem Arzt und habe das abchecken lassen und er meinte ja? Also ist es tatsächlich eine Bedrohung? Ja oder nein? Bei anderen Menschen ist es so, dass sie sich bedroht fühlen von ihren Gedanken. Sie sagen dann, ich habe Zwangsgedanken. Aber sind Gedanken tatsächlich bedrohlich? Schauen wir uns das einmal genauer an. Etwas zu denken bedeutet nicht, es etwas zu tun oder es zu wollen. Oder dass die Wahrscheinlichkeit dadurch gesteigert ist, dass ich etwas tue, was ich nicht tun möchte. Ist diese Bedrohung gerechtfertigt von diesen Gedanken, dass ich ihnen etwas antun möchte oder mir etwas antun möchte oder dem Schaden zufügen möchte? Sind diese Gedanken tatsächlich bedrohlich? In diesem Schritt wirst du merken, dass sich dadurch deine Angst eher auf der Gefühlsebene sicherlich noch nicht auflöst. Nein, das nicht. Nein, das nicht. Aber es führt dazu, dass wir die Problematik einfach griffbereiter haben und handfester, dass wir jetzt sagen können in diesem Schritt, ist da tatsächlich eine Bedrohung da? Denn Angst existiert nur durch eine Bedrohung. Und wenn Menschen davon sprechen, er oder sie hat grundlos eine Panikattacke oder grundlos Angst, so ist das schlichtweg falsch.
Angst ist nie grundlos. Es gibt keine grundlose Angst per se. Es gibt nur Angst vor wegen dieser oder jener Bedrohung. Natürlich kann die Angst subjektiv gesehen nicht angemessen sein in der Objektivität der Realität. Dennoch ist sie subjektiv für das Individuum sehr, sehr real, denn die Person fühlt sich von diesen oder jenen Gedanken bedroht oder von seinem Herzen oder von dieser jener Situation oder von der Situation nicht fliehen zu können. Man spricht dann auch von Agoraphobie. Oder Menschen fühlen sich davor bedroht, dass andere sie auslachen können. Und deswegen kommt dann die Angst, um sie zu beschützen. Warum wollen dann die betroffenen Menschen, wenn Angst so gut ist, wie ich das gerade beschreibe, unbedingt weghaben? Wieso wollen wir sie nicht haben? Naja, schauen wir uns doch mal an, was Angst mit uns macht. Herzrasen. Man fühlt sich, als würde man neben sich stehen. Man kriegt Gefühle von Derealisation und Depersonalisation. Die allermeisten Menschen, die dieses Gefühl haben, haben das erste Mal in ihrem Leben so einen Moment, wo sie sagen, ich habe das Gefühl, ich drehe durch, ich verliere den Verstand. Höchst unangenehm, möchte man sagen. Was macht noch Angst mit uns? Es sorgt dafür, dass der Magen-Darm-Trakt angeregt wird. Manche Menschen beschreiben sogar von psychosomatischen Beschwerden, dass sie auf die Toilette müssen. Sehr, sehr unangenehm, wenn man dann in sozialen Situationen ist. Es gibt Menschen, die fangen das Weinen an, das Zittern. Es können alle möglichen anderen verschiedenen psychosomatischen Beschwerden auftauchen. Viele können nicht schlafen. Die Gedanken rasen, man beißt sich auf den Kiefer, man kriegt Verspannungen, Rückenverspannungen. Und das Ganze soll man dann haben wollen? Da wird sich jetzt der eine oder andere sagen, der sich dieses Video anschaut, wenn wir jetzt zum Thema Akzeptanz langsam hinkommen, wie kann man sowas haben wollen? Das ist so unangenehm. Man findet keinen Frieden. Und jeder Mensch sehnt sich nach Frieden. Jeder Mensch sehnt sich nach innerer Ruhe. Und dann soll man sagen, ich soll diese Symptome akzeptieren? Ja, wie soll ich das akzeptieren? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute und spannende Frage. Wenn es um das Thema Akzeptanz geht, so tun sich da die Geister, wenn man so möchte so richtig drüber streiten. Denn die allermeisten Menschen sagen, ich akzeptiere es ja, aber es geht nicht weg. Juan, kannst du mir helfen? Wenn ich das schon höre, aus dem Satz nur heraus, Juan, ich akzeptiere, aber es geht nicht weg. Fällt dir da gerade etwas auf? Juan, ich akzeptiere, aber es geht nicht weg. Was sagt denn uns der zweite Satz? Ich akzeptiere, aber es geht nicht weg. Ich akzeptiere, aber es geht nicht weg bedeutet im Umkehrschluss, ich will es nicht haben. Akzeptanz hat nichts damit zu tun, zu akzeptieren und es wegmachen zu wollen. Und da kommen wir auch zum Thema Loslassen. Ja? Loslassen. Wir wollen loslassen. Wusstest du, dass der Mensch nicht loslässt? Der Mensch lässt nie los, wenn man so möchte. Aber seine Gefühle und seine Gedanken lassen ihn los. Das ist ein gravierender Unterschied, das dürfen wir verstehen. Du bist nicht derjenige, der entscheidet, ob du deine Gedanken loslässt oder ob du deine Gefühle loslässt. Deine Gefühle lassen dich los und deine Gedanken lassen dich los, wenn du sie vorher akzeptierst. Und akzeptieren bedeutet nicht, ich möchte sie akzeptieren, um sie dann weghaben zu wollen. Wir können keine Gedanken weghaben wollen. Wir können keine Gefühle weghaben wollen. Wir können aber uns dazu entschließen, Gefühle zu fühlen. Und jetzt kommen wir nochmal dazu, Juan, wie soll ich es akzeptieren? So starkes Herzrasen zu haben. Juan, wie soll ich es akzeptieren, wenn ich in einer sozialen Situation bin und dann den Verstand verliere und durchdrehe? Da kommen wir jetzt erstmal so mal zu den Mythen der Angst, bevor wir gleich mal mit der Akzeptanz weitermachen. Wieso glauben Menschen, dass wenn sie Angst zulassen, den Verstand verlieren und in einer sozialen Situation sich vollkommen daneben benehmen? Das hat damit zu tun, dass die Angst so stark ist, so gewaltig. Wenn es gar in Panik mündet, sind die Gefühle ziemlich schwer anzunehmen. Das gebe ich zu, gar keine Frage. Dennoch sind sie vergänglich und tun uns nichts. Denn in der Evolution hat Angst uns ja immer diesen Schutzmechanismus gegeben. Was hätte die Mutter Natur für ein Interesse daran, uns diesen Schutzmechanismus zu geben und uns gleichzeitig damit zu schaden? Da kommen dann oft immer Mythen, ich lasse die Angst zu, dann könnte es passieren, dass ich ohnmächtig werde.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas passieren kann, und ich habe von sowas bis jetzt in meiner Expertise auch noch nicht gehört. Falls du ja, schreib's mal in die Kommentare, dass jemand von Angst ohnmächtig wird, wenn er nicht vielleicht zusätzlich irgendeine organische Krankheit noch dazu hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von Angst umkippt, wenn die Mutter Natur wollte, dass wir durch Angst kämpfen oder fliehen. Das bedeutet also, wenn wir Angst zulassen, passieren auf mentaler Ebene die Geschichten, die wir uns erzählen über die Angst, dass wir hier umkippen, uns blamieren oder irgendetwas tun, das wir nicht kontrollieren können. Diese Dinge passieren, wenn wir das Gefühl der Angst, also wenn wir von der Emotion alleine erstmal sprechen, voll zulassen und es erlauben, nicht. Sondern diese Geschichten werden uns hochgeschickt von dem Gefühl. Das Gefühl, wir haben uns mit dieser Emotion Gedanken ankonditioniert. Das bedeutet, jedes Mal, wenn die Emotionen hochkommen, kommen die konditionierten Gedanken gleichzeitig hoch. Und wenn die konditionierten Gedanken hochkommen, dann machen die allermeisten Menschen den folgenden Fehler. Sie fangen jetzt an, wenn die Emotion, das Gefühl hier da ist, in den Verstand hinaufzugehen mit der Aufmerksamkeit und bemerken, was da für aufdringliche Gedanken kommen. Das könnte sein, dass ich vom Balkon springe, ich mache dies, ich verliere den Verstand, ich erbreche mich, ich werde nie wieder normal, ich kann mit meinen Gedanken nicht umgehen, die machen mich fertig und so weiter und so fort etc. Ich stelle dir hier mal eine spannende Frage. Stell dir einmal vor, du bist in so einer Situation und du hast diese Gedanken und diese Gefühle. Und aus irgendeinem Grund würde ich neben dir stehen. Und ich stehe neben dir und gebe dir eine fantastische Pille. Diese Pille, die wirkt sofort. Du schluckst sie runter und nach 30 Sekunden sind deine Angstgefühle weg. Was ist jetzt auf einmal? Sind die Geschichten nicht wahr geworden? Macht es die Angst oder verlierst du die Kontrolle? Würde diese Pille aufhören zu wirken, kommen die Gedanken und die Gefühle wieder hoch. Du hattest praktisch wie eine Unterbrechung. Im Endeffekt willst du diese Gedanken und Gefühle nicht fühlen, weil diese körperlichen Symptome, die dabei sind, so stark sind. Das ist richtig, aber das darfst du nicht vergessen, dass wenn die körperlichen Symptome in uns auftauchen, es nicht dazu führt, dass die Geschichte, die uns erzählt wird über die körperlichen Symptome, etwas damit zu tun hat. Das ist voneinander getrennt. Es ist wichtig, dass du eines verstehst. Der Mensch hat praktisch wie eine Art Filter in sich innen drinnen. Du kannst denken und fühlen und anders handeln. Dein Denken und dein Fühlen, selbst bei Panik, Stufe 10+, beeinflusst nicht, dass du Dinge tust, die du nicht tun möchtest. Es passiert de facto nicht. Was heißt de facto? Es passiert nie. Ein Mensch, der unter Panikattacken oder starken Ängsten leidet, tut keine Dinge, die er nicht tun möchte. Die Dinge passieren auf mentaler Ebene. Und das ist das Wichtige, dass wir das auch verstehen. Gedanken sind keine Fakten. Gedanken sind Gedanken. Es gibt weder negative Gedanken, noch gibt es positive Gedanken. Es gibt nur Gedanken. Und wenn ich dann immer so im Internet höre oder so von anderen Coaches und so, ich bringe dir bei, wie du positiv denkst, wie du positivere Gedanken in dir hast, dann da wird es mir auch immer ein bisschen schaurig, denn ich sage mir immer, es gibt nur Gedanken. Du kannst aber deinen Fokus darauf richten, welche Gedanken du mehr denken möchtest und welche nicht. Die Gedanken per se selber erkennen sich selber nicht als positiv oder negativ. Um also eine vollkommene Akzeptanz hinzubekommen, machen wir jetzt in diesem Video gemeinsam eine Übung. Wir machen gemeinsam jetzt eine Übung, um richtig zu verstehen, was eine akzeptable Haltung gegenüber dem Gefühl der Angst überhaupt ist. Und dazu lade ich dich jetzt sehr herzlich ein, dass wir das jetzt gemeinsam tun. Schließ einmal kurz deine Augen. Und jetzt verbinde dich mit deinem Atem. Atme in den oberen Bauch ein und durch die Nase wieder aus. Du wirst jetzt bemerken, dass Gedanken auftauchen. Wenn du gerade ängstlich nervös bist und einen ängstlich nervösen Verstand gerade hast,
dann wirst du bemerken, dass dein ängstlich nervöser Verstand dir katastrophisierende Gedanken schicken wird. Wenn du gerade nicht ängstlich nervös bist, schickt er dir keine ängstlichen, katastrophisierenden Gedanken. Das einmal zu bemerken, ist der erste Schritt. Sage dir jetzt, wenn du ängstlich nervös bist und die Gedanken auftauchen, es ist mir egal. Nimm diese Haltung an, was die Gedanken dir sagen. Egal was passiert, es wäre mir egal. Natürlich glaubt es dein Unterbewusstsein nicht. Das ist auch vollkommen okay, wenn es nicht glaubt. Du sagst es dir aber trotzdem. Es ist mir egal, welche Gedanken mein Verstand mir schickt. Im zweiten Schritt gehst du mit deiner Aufmerksamkeit dahin, wo die Emotion sitzt. Vielleicht ist sie im oberen Bauch. Da ist sie meistens bei mir. Vielleicht sitzt sie auf der Brust oder du hast ein Kloß im Hals. Nimm wahr. Und fühle die Emotion. Wenn Gedanken auftauchen, geh zurück zur Emotion. Du wirst jetzt bemerken, dass die Emotion größer wird. Stell dir das vor wie eine rote Farbe. Die Angst ist eine rote Farbe und wird größer. Im nächsten Schritt läufst du auf die Angst zu. Du willst mehr von diesen Empfindungen. Nimm die Haltung an. Mein Körper soll mir alle Empfindungen geben, die er nur kann. Wenn das Herz rast, nimm es an. Hol alles raus. Ich will mehr davon. Und dann wirst du bemerken, dass die Angst, das Gefühl irgendwann mal nicht mehr kann. Und dann widmest du dich einer Aufgabe, die mit der Angst nichts zu tun hat. Anschließend. Und tust etwas ganz was anderes. Beschäftige dich jetzt nicht mehr darüber, wie schlimm das war. War das richtig? Habe ich das gut gemacht? Falsch? All diese Fragen sind jetzt nicht mehr wichtig. Und du kannst diese Übung, du kannst natürlich sehr, sehr gerne immer wieder auch zu diesem Video immer wieder zurückkehren und kannst diese Übung einfach immer wieder wiederholen im Alltag. Und du kannst sie dir einprägen, wenn du in so Situationen bist, in sozialen Situationen, dass du dir einfach diese Mini-Aufgabe immer mit diesen 4 Schritten vornimmst und dir das immer wieder wiederholst. Dass sich das einprägt, ich kann Angst fühlen und die Geschichten in meinem Kopf haben mit dem Gefühl nichts zu tun. Um in dieser Übung immer besser und besser werden zu können, brauchen wir natürlich eine Achtsamkeit. Wir haben dort oben, wenn man so möchte, wie so einen Achtsamkeitsmuskel. Der ist ziemlich ausgeschaltet bei den allermeisten Menschen. Dieser Muskel ist abtrainiert
trainiert. Wir hatten ihn früher sehr, sehr stark, vor allem dann, wo wir noch im Kindergarten waren oder sehr, sehr klein war, wenn du dich da noch ein bisschen zurückerinnern würdest. Das waren noch Zeiten, da haben wir ein Blatt Papier gehabt, haben ein Haus gemalt mit Blumen oder die Kindergartengärtnerin hat gesagt, wir sollen dies oder jenes basteln und dann haben wir gebastelt und dann haben wir gemalt und waren da total achtsam da drinnen und hatten scheinbar gar keine Gedanken über die Zukunft und über die Vergangenheit und was der Verstand immer so erzählt. Du darfst nämlich verstehen, der Verstand, der erzählt uns immer heute Geschichten von früher, was mal war und reflektiert es in die Zukunft und schickt uns dann was wäre, wenn Gedanken, wenn das damals so war, ob das wieder so wird. Und früher, das war so toll, als wir noch so kleine Kinder waren, da war das Leben noch heil, wenn man so möchte, also diesbezüglich. Da haben wir Bilder gemalt, wie gesagt, wir haben gebastelt und da waren wir voll drin und wenn wir dann das Kind gefragt haben, über was hast du jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht? Na, über gar nichts, ich sollte auch basteln. Na, das können wir mal heute auch mal ausprobieren, kannst du mal ausprobieren, malst da mal ein Bild, ja, oder tust da mal basteln oder machst irgendwas, da geht schon los, ne? Da geht's dann schon los, ne? Habe ich die Waschmaschine eigentlich ausgemacht, ne? Um wie viel Uhr muss ich morgen nochmal aufstehen? Hat der Chef nicht gestern gesagt, dass ich das und dies machen soll? Was ist, wenn ich morgen eine Panikattacke auf Arbeit bekomme? Ach, ich muss ja noch das erledigen und was wäre, wenn ich morgen nicht pünktlich zur Arbeit komme? Und was wäre, wenn ich Antidepressiva doch nehmen muss? Was wäre, wenn die nicht mehr wirken? Und dann fragt man den irgendwann mal, hat dir das Spaß gemacht beim Bildmalen? Ja, hat Spaß gemacht. Ja, wo bist du denn mit deinen Gedanken? Hörst du überhaupt zu, ne? Also heute grübeln wir machen uns Sorgen. Unser ängstlicher Verstand ist die ganze Zeit damit identifiziert, was Vergangenes war und vergleicht es die ganze Zeit in die Zukunft und so geht es die ganze Zeit hin und her und hin und her. Und wir verweilen leider nicht mehr im Hier und Jetzt. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Achtsamkeit wieder in unseren Alltag lernen. Und da gebe ich dir jetzt auch mal eine ganz, ganz tolle Übung an die Hand. Ne? Dieses Video ist auch auf meinem Kanal. Das ist ein sogenanntes ATT-Training. Mit diesem Training, das wir jeden Tag, zweimal am Tag 15 Minuten sollten wir zumindest jeden Tag zweimal 15 Minuten, ich denke, diese Zeit könnte man aufbringen, kann man lernen, seinen Achtsamkeitsmuskel wieder so zu trainieren, dass man mit seinen 5 Sinnen wieder ins Außen kommt, dass man wieder mehr hört, was die Menschen uns zu sagen haben, dass wir mehr präsenter sind im jetzigen Moment, damit wir wieder hören, was um uns herum ist, damit wir wieder mit uns in Kontakt kommen und nicht die ganze Zeit darüber grübeln, welche Emotion gerade da ist oder kommen würde. Ich verlinke dir das hier einmal hier oben auf den i und da kannst du mit dieser Übung tatsächlich zweimal am Tag immer üben und du wirst merken, wenn du das ein paar Wochen machst, dass sich tatsächlich dadurch schon dein Achtsamkeitsmuskel signifikant verbessern kann. Zum Thema Glaubenssätze möchte ich auch etwas sagen, denn das ist ein Thema, das wirklich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Das Problem leider nur ist jetzt, dass ich nicht individuell auf jeden einzelnen Glaubenssatz eingehen kann. Aber ich kann dir sagen, was hinter vielen Glaubenssätzen immer steckt. Und in meinen Coachings erarbeiten wir sehr, sehr oft diese Glaubenssätze. Und dann kommen dann immer diese Aha-Effekte in diesem Moment, wo dann Klienten sagen, ja, so ist es, tatsächlich. Und wenn wir einmal einen Glaubenssatz einmal greifbar haben und ihn erkennen, was er über uns sagt, dann können wir anfangen, mit ihm zu arbeiten. Da gibt es ganz verschiedene Übungen, Techniken, dass wir den als allererstes mal hinterfragen, wie der stimmt, ob der überhaupt stimmt. Und dann stellen wir uns diesen Glaubenssätzen, machen verschiedene Übungen und so weiter, um den neu zu formulieren. Und dann kommen wir irgendwann mal auch ins Handeln. Die Glaubenssätze verändern sich nämlich am allerbesten, wenn wir dann entgegengesetzt handeln in dem, was der Glaubenssatz uns sagt. Und dann verändert sich auch die ganze Situation und auch die emotionale Lage. So habe ich eins zum Beispiel festgestellt. Bei den allermeisten Menschen, die sind sich das gar nicht bewusst, die unter Zwangsgedanken leiden, ist ein tiefgründiges Gefühl im Hintergrund vor der Angst, das sie gar nicht wahrnehmen. Vor welchem Gefühl spreche ich? Ich spreche von Schuld. Ich spreche von Schuld. Ich spreche vor dem Gefühl der Schuld. Die allermeisten Menschen, die unter Zwangsgedanken leiden, jetzt nehmen wir zum Beispiel Themen wie aggressive Zwangsgedanken, haben eine sogenannte Kernangst. Man kann damit mit verschiedenen Übungen arbeiten, wie zum Beispiel so einer Pfeil-Ab-Methode, wo man immer weitergeht und weiter und weiter und weiter. Und dann kommt man irgendwann mal an die Kernangst. Und wenn man an die Kernangst von Zwangsgedanken kommt, dann kommt man so ziemlich immer an die Schuld.
Ein Mensch, der zum Beispiel aggressive Zwangsgedanken hat aufgrund seiner Angst, stellt sich unbewusst in seiner Angst vor, ich habe Angst, die Kontrolle zu verlieren, nicht mehr zurückkommen zu können und dadurch jemandem was anzutun, und dann trage ich die Schuld auf mich auf und könnte dieses Gefühl der Schuld niemals aushalten. Das heißt also, hinter dieser Angst steckt sehr oft die Angst vor der eigenen Schuld. Das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt auch ganz andere verschiedene Kernängste bei Panikattacken, die mit sozialen Komponenten zu tun haben können, wie zum Beispiel Scham. Ja, wenn wir zum Beispiel soziale Ängste haben, verbirgt sich hinter der Angst immer die eigene Scham. Ist auch wieder ein Schutz. Wir können hier jetzt damit arbeiten und diese Glaubenssätze auflösen. Wir können sie korrigieren und hinterfragen. Wir können uns dann gemeinsam ansehen, ob diese Geschichten, die über die Angst und über die Scham, aber auch über die Schuld in ganz verschiedenen Themen, die uns unterbewusst suggestiert werden, in Form immer von Gedanken, die wir gar nicht greifbar haben, jetzt darzustellen, greifbar zu machen und dann damit zu arbeiten. Und das trägt dann natürlich auch dazu bei, dass sich das eigentliche Angstgefühl, das Angstgefühl von der Bedrohung, der Scham vor der Bedrohung, der Schuld, wenn wir damit arbeiten, sich letztendlich dann auch auflösen kann. Wenn du mehr über Zwangsgedanken wissen möchtest, dann verlinke ich dir dazu ein Video auf der Endcard und ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.